Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum ersten Film im neuen Jahr hier in der Aquarellwerkstatt. Ich hoffe, ihr habt das alte Jahr einigermaßen gut hinter euch gebracht. Das war ja nun wirklich kein besonders schönes Jahr. Aber ich muss sagen, für uns Künstler geht es dieses Jahr auch nicht so richtig gut weiter. Umso mehr bin ich dankbar und froh, dass ich hier auf meinem YouTube-Kanal tatsächlich ein bisschen mein Wissen weitergeben kann, auch wenn das im realen Leben, in den Präsenzkursen im Moment überhaupt nicht möglich ist. Ganz herzlich möchte ich mich noch einmal bedanken für die Unterstützung, die unser Kanal hier schon bekommt. Wir haben ja vor einiger Zeit auf Steady die Unterstützerseite eingerichtet. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Im Moment gibt es dort schon über 90 Mitglieder. Das ist eine sehr nette Gruppe geworden, die sich auch im Online-Chat auf Discord, den ich eingerichtet habe, regelmäßig trifft. Natürlich nicht alle, aber viele machen dort mit, laden ihre Bilder hoch und es gibt einen regen Austausch. Und einmal im Monat bin ich zur Online-Sprechstunde auch dabei und kritisiere Bilder, wenn es gewünscht ist. Und wir unterhalten uns über Kunst, über Komposition, über die Aquarelltechnik. Und ich muss sagen, ich freue mich jeden Monat drauf. Es ist einfach eine ganz feine Sache. Also, wer noch mitmachen möchte, gerne. Ich freue mich. Vielen Dank. Heute ist unser Thema wieder Aquarell ganz anders. Ich habe das ja schon vor einiger Zeit versprochen, dass ich mal wieder einen Film dazu machen möchte. Und ich werde heute ein Bild aus der Zeit-Serie mit euch malen. Das ist eine Serie, die ich vor 2 Jahren gemalt habe, nachdem ich in einer alten, verlassenen Linoleumfabrik in der sächsischen Schweiz während eines Wanderurlaubs einige Fotos und Skizzen machen durfte. Wir kamen dort vorbei und es war ein riesiges, mehrstöckiges, altes Jugendstilgebäude, völlig verfallen. Und wir haben versucht, dort hineinzukommen, um uns das anzuschauen. Und nach einigen Diskussionen durften wir das auch. Und es war ein unglaublich magischer Ort. Lichtdurchflutete riesige Fabrikhallen mit Werkzeugen, mit Maschinen in schillernden Farben, das kann ich nicht anders sagen, aber eben auch die Aufenthaltsräume der Arbeiter, wo die Teebeutel noch in den Teetassen auf den Tischen waren und die Adventsgestecke. Und es muss also von heute auf morgen, muss diese Fabrik in den 90er Jahren verlassen worden sein und ein sehr besonderer, auch ein wenig skurriler oder gruseliger Ort, so kann man schon fast sagen. Die Technik ist Aquarell ganz anders, das heißt, ich fange an mit den dunklen Farben. Die Schatten, die schattigen, dunklen Bereiche im Bild werden zuerst gemalt und dann wird hell drüber lasiert. Ich beschränke mich dabei hauptsächlich auf die 3 Grundfarben, Gelb, Blau und Magentarot. Und ein wenig Kobalttürkis Light kommt noch mit dazu als Sonderfarbe, wird aber nur sehr wenig benutzt. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Hier seht ihr auf meinem Schwarz-Weiß-Foto ganz schön die Lichtsituation. Viel Licht kommt frontal durchs Fenster und fängt sich teilweise an den Seiten der Wände und vor allem auf dem Fußboden. Die rumpligen Dinge, die hier vor dem Fenster liegen, beleben die Szenerie und geben dem Bild einen Interessenschwerpunkt. Nun zeige ich euch noch einmal zur Erinnerung, dass ich für die schattigen Bereiche im Bild zunächst die 3 Grundfarben Indisch-Gelb, Französisch Ultramarin und Opera Rose oder Magenta zusammenmische. Es entstehen, je nachdem, welche Farbe dominiert, ganz schöne, leicht variierende Grautöne. Mit dieser dunklen Farbmischung arbeite ich mich durch die dunklen Bereiche des Bildes. Ich male von links nach rechts und schaue dabei immer wieder mal auf mein Foto, immer auf der Suche nach den dunkelsten Stellen im Bild. Die Mischung der 3 Farben variiert und die Konsistenz ist eher cremig, aber durchaus auch mit genügend Wasser im Pinsel. Hier im Fensterrahmen könnt ihr die doch recht bunte Farbigkeit meiner Schattenfarbe gut erkennen. Mal mehr Blau, mal mehr Rot oder mehr Gelb in der Mischung. So bleibt es interessant und lebendig. Die Farben mische ich dabei auf der Palette nicht komplett aus, sondern setze sie eher auf dem Papier nebeneinander, sodass sie ihre Eigenständigkeit teilweise behalten können. Genauer habe ich die Art, so ein Fenster zu malen, in einem früheren Video schon einmal gezeigt. Zu diesem Film kommt ihr, wenn ihr hier rechts oben auf die Infokarte geht.
Das Bild kann nun einmal komplett durchtrocknen und ich zeige euch auf meinem Versuchsblatt links, wie es jetzt weitergeht. Mit einer sehr wässrigen Pinselfüllung schraffiere ich nun über die dunklen Flächen und löse sie dabei stellenweise wieder an. Ich arbeite für diese Technik auf einem stark verleimten Zellulosepapier. In meinem Fall ist es Le Rouge von Hannemühle, Canson-Papier oder Britannia von Hannemühle funktionieren aber genauso gut. Ihr seht hier wieder, dass die Farben auf dem Papier gemischt werden, nicht so sehr auf der Palette. Und die Konsistenz von wässrig bis cremig reichen kann. Ich beginne nun mit einem relativ warmen Farbauftrag in der linken oberen Ecke des Raumes. Über den Fensterrahmen gehe ich teilweise hinüber, um auch die Kanten etwas anzulösen. Mit viel Wasser lasse ich das Pigment ordentlich fließen. Auf der rechten Bildseite möchte ich die Farbtemperatur abkühlen, also kommt hier mehr Blau in die Mischung. Jetzt muss ich immer die Entscheidung treffen, wo lasse ich Papierweiß stehen und wo schließe ich lieber die Farbflächen. Das Erstere schafft harte Kanten und Aufmerksamkeit, das Letztere bringt Ruhe ins Bild und beides ist wichtig. In den Gerümpelhaufen vor dem Fenster kommt jetzt etwas Kobalttürkis Light als leuchtender Kontrast zur warmen, rötlichen Wand. Auch hier ziehe ich den wässrigen Farbauftrag über die dunklen Stellen hinüber. Der Eimer vor dem Fenster ist mein Fokuspunkt und darf in hellem, warmen Gelb strahlen. Für den hellen Vordergrund ziehe ich mit dem Pinsel ein wenig Farbe aus den dunklen Stellen heraus und in die feuchte Fläche arbeite ich eine Spur Gelb und kühles Rot hinein. Ich möchte das Bild in seinen Randbereichen eher kühl halten und je näher es zum Zentrum, dem Fenster kommt, desto wärmer soll die Farbtemperatur werden.
Mit dem Flachpinsel gestalte ich nun die Fensterscheiben. Ich löse ein wenig Farbe an und ziehe sie mit wenigen Strichen in die hellen Flächen hinein. Ruhig in verschiedene Richtungen und nicht zu zögerlich. So, nun ist mein Bild fast fertig. Jetzt kann man gut mal einen Schritt zurücktreten und schauen, was noch nötig ist. Vielleicht müssen noch Stellen nachgedunkelt werden oder Flächen beruhigt werden. Außerdem kann ich in dieser Technik und bei diesem Holzfaserpapier super wieder Farbe abheben. Das nutze ich hier, um Helligkeiten oder feine Details wie in einer Zeichnung ins Bild zu bringen. Ich arbeite mit dem Flachpinsel, ausgespült und leicht trockengelegt, und einem trockenen und sauberen Stück Küchenrolle. Das Fenster soll noch ein bisschen mehr leuchten, also intensiviere ich links und unter dem Fenster die Blautöne noch einmal. Irgendwann muss man auch einfach aufhören. Wenn man diesen Moment verpasst, dann wird das Bild schnell schlechter als besser. So, ich hoffe, mein Film hat euch gefallen und ihr habt Lust, es jetzt auch selbst einmal auszuprobieren. Ich freue mich immer über Besucher auf meiner Website, auf Facebook oder Instagram oder über neue Abonnenten, ein Like oder einen Kommentar. Und vielleicht sehen wir uns sogar bei der nächsten Online-Sprechstunde auf Discord innerhalb der Steady-Gruppe. Und nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.